Ach, Amsterdam, das Venedig des Nordens. Bekannt für seine Grachten, die wunderschöne Altstadt und natürlich auch seine vielen Fahrräder. Hier leben etwa 820.000 Menschen mit fast 900.000 Fahrrädern. Vor knapp 5 Jahren war ich schon mal hier, in der niederländischen Hauptstadt. Ich habe damals aber nur Bus und Bahn genutzt. Mehr als 400 Kilometer Radwege ziehen sich hier durch die City. Amsterdam gilt als eine der fahrradfreundlichsten Metropolen der Welt. Man muss sich mal klar machen, jeden Tag fahren hier mehr als 500.000 Menschen mit ihrem Rad durch die City. Ich finde das schon krass. Gefühlt sagen die ja einfach, gut, wir fahren jetzt weniger Autos oder manchmal gar keine Autos mehr und dafür bauen wir mehr Radwege. Das ist ja in Deutschland eher schwierig. Aber wie machen die Niederländer das überhaupt und gibt es da vielleicht auch Probleme? Das will ich rausfinden. Dafür brauche ich aber erstmal ein Rad. In Amsterdam gibt es zig Anbieter, die Fietsen verleihen. Das ist holländisch für Fahrrad. Hi. Hello, welcome to E-Bike. Hi, nice to meet you. I'm Tulio. I'm Juan, nice to meet you. Actually, I'm here. Ich sage ihm, dass ich gern ein Rad hätte. Und Juan meint, dass er genau das Richtige für mich hat. Try this one. I like it, don't get me wrong, but it seems Naja, really small. auch für mich ein bisschen klein, der alte Scherzkeks. Aber gefällt mir. Weil ich eine volle Socke bin, leihe ich mir ein E-Bike. Juan erklärt mir die Basics. Das Wichtigste sind die Schlösser, sagt er. Yes, you have two locks. The ring lock. Es that gibt goes 2 to this Schlösser. Das Ringschloss mit dem Schlüssel hier und der zweite Schlüssel ist für die Kette. For this one, Do I please need this? Brauche ich die Kette? always use both. Immer beide Schlösser, sagt er. Nirgendwo werden mehr Räder geklaut als hier. Watch out with that. Yeah, okay. Jo, geschätzt werden hier jedes Jahr etwa 80.000 Räder geklaut. Ich frage ihn, worauf ich in Amsterdam achten sollte. Sein Tipp, aufpassen, dass ich nicht in die Straßenbahnschienen komme und an die Regeln halten. I think if you follow these rules, you will be fine. Okay, I try Okay, to avoid Bahnschienen meiden also. I think that's it. Thank you so Thank you much. very much. Okay, bye bye. See ya. See you. Also, los geht's. Ach ja, ein Helm trägt hier übrigens niemand, sagt Juan. Ich find's hier auf den ersten Blick ganz entspannt. Bis ich voll im Zentrum angekommen bin, denn ganz autofrei ist die Innenstadt auch nicht. Aber schon eng dann. So als erstes fällt mir auf, Autofahrer nehmen hier ziemlich viel Rücksicht. Autofahrer, die warten auf uns. Das ist nett. Die meisten Autos fahren echt vorsichtig und langsam. Liegt vielleicht auch daran, dass die Stadt hier das Tempolimit vor 2 Jahren von 50 auf 30 runtergesetzt hat. Als Reaktion auf gestiegene Unfallzahlen. Apropos Unfall. Oh Gott. Fast in dieser Bahnrille hängen geblieben, ey. Genau davor wurde ich doch gewarnt. Aber ich achte halt auf den Verkehr und nicht auf den Boden. Ihm passiert sowas bestimmt nicht. Ralf Dekkers, Guide und Amsterdam-Influencer. Wir sind hier am Reguliersgracht, einer der schönsten Grachten des Amsterdams. Und an der Ecke Prinzengracht und Reguliersgracht sieht man hier den Storch. Wir haben in den 1700er Jahren hatten wir keine Hausnummers. So, wir brauchen diesen Symbolen, um zu sagen, ich lebe an der Storkhaus, an der Ecke Prinzengracht und Reguliersgracht. In diesem Haus war mal eine Kneipe, haben ihm die Bewohner erzählt. Vielleicht hat hier auch mal eine Hebamme gewohnt. Ich liebe so sehr an Amsterdam, meistens die Leute und der Mentalität. Es ist ganz frei, ganz open, ganz tolerant und es ist wirklich ganz relaxed hier in Amsterdam. Das liebe ich am meisten. Deswegen will er hier auch nicht wieder weg. Ralf lebt seit 17 Jahren in Amsterdam und ist zum Studium hierher gekommen. Geschichte. Damals hat er angefangen, Touristen durch die Stadt zu führen. Er kennt inzwischen fast jeden Stein in der Stadt, sagt er. Die Häuser hier sind besonders. Erst recht dieses, eines der schmalsten in Amsterdam. Man musste ein Steuer zahlen, das Breite des Hauses. So deshalb bauten wir nur schmale oder enge Häuser. Man möchte nicht gern Steuer zahlen, doch? Das schmale Haus ist tatsächlich gut 14 Meter tief und wird nach hinten hin breit. Die Wohnfläche 200 Quadratmeter. Unsere schmalen Häuser haben auch ganz steile Treppen. Und wir brauchen die Haken an der Obenseite unserer Häuser
weil unsere Möbel und andere Sachen gehen durch den Fenster nach oben und nach unten, weil es unmöglich ist, alles zu tragen über unsere steile Treppe. Rolf fährt weiter quer durch die Stadt zum Rijksmuseum. Da hängen die Meisterwerke niederländischer Kunst, Van Gogh, Rembrandt und so. Das Besondere, er kann mitten hindurchfahren, weil es einen Tunnel für Radfahrer und Fußgänger gibt. 110 Meter lang, den nutzen täglich Tausende. Nur jetzt, sonntags morgens, ist es noch nicht so voll. Es war ein Autotunnel in den Jahren 60 und 70. Und dann die Leute in Amsterdam haben in den 70er Jahren ganz viel protestiert. Wir möchten gern weniger Autos und mehr Fahrräderinfrastruktur. Und seit den Jahren 70, der Fahrrad ist wirklich der König in Amsterdam. Dazu später mehr. Jetzt, nächster Stopp, die Brouwersgracht. Hier ist Ralf voll in seinem Element. It's your local Dutch historian, Ralph. Spring has arrived in the beautiful city of Amsterdam. Dutch Cultural Journeys heißt sein Instagram-Account, wo er über das Leben in den Niederlanden erzählt. But we even cover our bicycles in flowers. Ja, was es mit diesem Blumenrad auf sich hat, dazu kommen wir noch. Ralf ist seit vielen Jahren Touristenguide in Amsterdam. Vor einem Jahr hat er sich selbstständig gemacht. Er macht jetzt individuelle Führungen. Ich glaube, es ist besser, um mit kleinen Gruppen zu laufen, weil die Straßen sind ein bisschen eng und schmal in Amsterdam. Und ich habe Gruppenführungen gemacht mit 50 Leuten, aber das ist wirklich zu viel. Und mit kleinen Gruppen ist es ganz besser. Ich kann es personalisieren. Ich kann dir fragen, lieben Sie Essen oder Architektur oder Kunst? Und dann kann ich da mal ein bisschen auf konzentrieren. Ralf weiß, wo es in Amsterdam die echte niederländische Küche gibt. Sein Weg führt uns zu einem Familienbetrieb in der Innenstadt. Und der ist Kult. Und das hier dürfen Sie nicht verpassen. Na dann, das Geschäft gibt es seit über 80 Jahren. Ralf kauft dir immer die Kroketten, frittierte Rollen, gefüllt mit cremigem Fleischragout. Hier erstmal Amsterdamse Liebe. Das ist ein Amsterdams Familienrezept. Und es ist krokant, es ist crispy, creamy. Und hier erstmal wirklich Amsterdams DNA. Ralf liebt Amsterdam einfach. Das Essen, die Räder, die Häuser, die Menschen. Und er liebt es, mit Touristen in dieser Stadt unterwegs zu sein, sie immer wieder neu zu überraschen. Doei doei! Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Aan die Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart verpand. Megatyp. Und ich bin heute früh aufgestanden und mache mich auf den Weg ins Zentrum, rüber mit der Fähre. Ich will direkt in die Rush Hour reinfahren, also schön in den Berufsverkehr. Los geht das Rennen. Ja, mal schauen, wie das heute klappt. Ist das ein Mistwetter? Aber es... Oh. Schnell von links. Gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. So, mein Plan, einmal quer durch die Stadt. Übrigens, kein Handzeichen beim Abbiegen kostet 50 € Strafe. Handy auf dem Rad 170 €. In den Nebenstraßen ist noch alles recht überschaubar. Spannend wird's, wo sich große Hauptstraßen kreuzen. Jetzt kommt auch noch der Bus. Hält der? Noch, hält er nicht? Noch? Nee, er hält. Um zu verstehen, wie es hier in der Rush Hour läuft, muss ich natürlich mehrmals über die Kreuzung fahren. Yay! Oh, warte. Oh, ja, ist ja gut. Jo, klar, wer zur Arbeit muss, hat's eilig, ne? Okay, auch über den Bordstein, alles klar, gut. Da läuft's also. Alles ist erlaubt, offenbar. Ganz ehrlich, für mich ist das hier ein absolutes Chaos.
Mich stressen die Radfahrer am meisten. Die kommen nämlich von allen Seiten. Ich fahre hier lieber übervorsichtig. Aber natürlich bremse ich damit auch die anderen hier. Trotzdem funktioniert's im Chaos. Jetzt runterkommen, Fahrrad abstellen. An vielen Stellen aber gar nicht so einfach in einer Stadt, wo es fast 900.000 Räder geben soll. Eine gute Chance hat man im Fahrradparkhaus unterm Hauptbahnhof. Für Touristen gibt's Tageskarten. Hi. Hi. Und hier treffe ich Anne Hofing von der Stadt. In Amsterdam versuchen sie, mehr Fahrradplätze im Zentrum zu schaffen. Für das größte Fahrradparkhaus der Stadt war aber kaum Platz. Deswegen mussten sie nach unten bauen, erklärt sie mir. There's only two things you can do. You can either go like up or you can go down. So we went down. Die Garage mit 7000 Plätzen ist unterirdisch, sogar unter einem Kanal. Komisch irgendwie. You don't feel like you're underwater. 'Cause it Sie doesn't meint, feel man dark, merkt but nicht, you dass wir don't unter feel Wasser like sind, you're- weil es nicht dunkel ist. Very bright, the light. And Yeah, and so, also yeah. if you look at the back here, it's also very Ja, important überall that hier ist es schön hell, nicht dunkel, down a corridor damit man and sich just eben feels sicher dark, so it fühlt. feels Yeah. safer. Mich interessiert auch, ob mein Rad hier sicher ist. Anne sagt, es gibt keine Garantie, aber hier We passt can't get immer any jemand guarantees, auf. but there's always someone here, so that helps. Okay. I'm sure what they're gonna do with the Ach ja, team. 24 Stunden Parken sind kostenlos. Nur mal so, das Autoparkhaus nebenan kostet 65 € pro Tag. Geplant ist, dass es unterm Bahnhof bald insgesamt 20.000 Fahrradplätze gibt. Hier muss man auch keine Angst haben, dass man sein Fahrrad falsch abstellt. Denn Monique Sandbergen und Richard van Boxtel haben es genau auf solche Räder abgesehen, die falsch geparkt sind oder zu lange an einer Stelle stehen. Wir fahren zur Büschken-Hüvet-Straße. Da gibt es viele Fahrradleichen. In der ganzen Stadt sind Fahrradkontrolleure unterwegs und schleppen rigoros ab. Das ist unsere tägliche Arbeit. Räder abschleppen, sie erst mit einem Aufkleber versehen und dann später nehmen wir sie mit. Ihre erste Station. Hier stehen gleich mehrere Räder, die nicht mehr fahrtüchtig sind. Dieses Rad hier, guck mal. Da sind die Reifen fast platt. Vorne auch. Es rostet und ist lange nicht benutzt worden und deswegen nehmen wir es mit. Das Rad wurde am 20. Januar mit einem Aufkleber markiert. Der Besitzer hatte 2 Wochen Zeit, es wegzubewegen. Das hat er offenbar nicht gemacht. Deswegen wird nun abgeschleppt. Und es ist nicht das einzige Rad mit einem Aufkleber. Dies sind die Räder, die wir am 4. Februar markiert haben. All diese Räder. Räder, die nicht mehr benutzt oder falsch geparkt werden, gibt es in Amsterdam jede Menge. Manchmal beschweren sich die Leute. Dann ist es gut für uns, Bilder zu haben. Online können die Amsterdamer nachgucken, ob der eigene Drahtesel abgeschleppt wurde. Um zu überprüfen, ob ein Fahrrad bewegt wird oder nicht, haben die Kontrollteams eine unauffällige Markierung angebracht. Wir machen mit einem Wachsmalstift diese Markierung auf das Hinterrad. Wenn die dann nach 2 Wochen noch da ist, wurde das Rad nicht benutzt. Dann nehmen wir es mit. Wenn wir hierher kommen und sehen, dass die Markierung verschwunden ist und der Aufkleber weg ist, dann wissen wir, jemand hat es benutzt und dann lassen wir es stehen. Hier hat jemand den Aufkleber entfernt, aber unsere Markierung, die ist noch da. Also wird's abgeschleppt. Das Problem in Amsterdam, es gibt halt viele Räder und eben zu wenig Stellplätze. Deswegen greift die Stadtverwaltung konsequent durch. Monique und Richard schleppen nicht nur rostige Räder ab, sondern auch schicke neue, wenn sie zu lange rumstehen. Je nach Stadtteil schon nach 2 Wochen. Wenn ein Rad in der Innenstadt falsch abgestellt wird, entfernen sie es auch nach 1 Stunde. Steht es vor einem Notausgang, dann auch sofort. Die Bürger können über ein Online-Formular auch Räder melden. So haben sie auch von diesem Wrack erfahren.
Es ist wichtig, dass wir das machen, denn sonst wäre die ganze Stadt mit Fahrrädern überfüllt. Wir müssen Platz schaffen für die, die ihre Fahrräder benutzen und abstellen wollen. Wir müssen die Straßen in Amsterdam schön halten. Richard und Monique haben rund 50 Kollegen, die sich in ganz Amsterdam um falsch geparkte Räder kümmern. Sie sind täglich unterwegs, sogar abends. Ich habe 2 Fahrräder zu Hause. Oder 3. Nee, 2. Aber ich habe auch einen Elektroroller. Ich fahre also nicht sehr viel Fahrrad, sondern immer mit dem Roller. Ich bin faul. Always on the scooter. I'm lazy. Oh, Kees. Richards Handy klingelt. Ein Notfall. Monique is hier, maar we zijn even druk bezig. Ja, als het spoed is, dan moeten we dat wel even doen. Sie müssen sofort los und Fahrräder aus dem Weg schaffen. Die blauwe? Ja? Die blauwe wil ik graag weg hebben. Ik wil die fiets weer daar aan weg. Ein Wasserrohrschaden. Alle Räder, die beim Bagger stehen, müssen schnell weg. Sonst können die Bauarbeiter den Gehweg nicht aufreißen, um an die defekte Leitung zu kommen. Es gibt ein Leck und es ist sehr wichtig, dass die Leute ihre Arbeit machen können, um es zu beheben. Deshalb entfernen wir die Fahrräder. De bikes. One moment. Handhaving fietsparkeren met Monique Sander. Falsch geparkt sind die Räder nicht. Und normalerweise müssen Baustellen 2 Wochen im Voraus angekündigt werden, damit die Besitzer ihre Räder umparken können. Hier muss es aber schneller gehen. Nächste Station, das Viehsdepot im westlichen Hafen. Der Friedhof der Fahrräder. Allein im vergangenen Jahr landeten hier über 100.000 Räder. Nur 20.000 davon wurden von ihren Besitzern abgeholt. Wir sagen ihnen, was wir haben, und dann sagen sie uns, wo wir die Räder hinstellen sollen. Wir müssen jetzt kurz abwarten. Das Abholen abgeschleppter Räder kostet 26 € plus 35 € für das Einlagern. Auch die korrekt geparkten Fahrräder von der Baustelle werden hier jetzt registriert. Ich glaube nicht, dass sie zahlen müssen. Sie haben ja nichts falsch gemacht. Sie waren absolut im Recht, also müssen sie nicht zahlen. Fahrräder ohne Ende. Aber egal ob alt und verrostet, teure Lastenräder oder schöne mit Blumen, alle bleiben nur 4 Wochen hier. Dann werden sie recycelt oder auch gespendet. Ich will noch besser verstehen, wieso Fahrradfahren in Amsterdam so wichtig ist. Dazu habe ich mich mit Cornelia Dinker verabredet. Sie hat eine Agentur, die sich auf nachhaltige Infrastruktur spezialisiert hat. Den Treffpunkt hat sie vorgeschlagen, das 4. Middelaan Plantage. Für sie ist das hier die Straße der Zukunft. Why? Naja, du musst dir vorstellen, das war eine normale Straße mit 2 Spuren, mit Autos in beiden Richtungen. Die haben auch hier geparkt und heute ist hier alles auf Radfahrer und Fußgänger ausgerichtet. Und so sah es hier früher aus. Heute ist es ein sehr grünes Viertel, autofreie Zone und auch Schwammstadt, sagt sie mir. Wir nennen es Schwammstadt, weil der Boden sich wie ein Schwamm bei Starkregen vollsaugt und bei Hitze wieder Wasser abgibt. Wir müssen Mobilität und den öffentlichen Raum zusammendenken, um die Städte dem Klimawandel anzupassen. Oh, okay. Vor etwa 8 Jahren wurde hier alles so umgebaut. Cornelia will mir noch mehr zeigen. Auf dem Weg fällt mir auf, dass wir auf einem sehr breiten Radweg fahren. Das hier ist kein Radweg, sondern eine Radstraße. Das heißt, die Autos hier sind nur Gast. Wir sind quasi wieder einen Schritt zurückgegangen und haben wieder diese Gemeinschaftsstraßen. Das klappt nur, weil Autofahrer hier Radfahrer respektieren. Cornelia sagt, viele der Autofahrer fahren auch Rad hier. Das macht sie rücksichtsvoller. Jetzt zum Museumsplatz. Ein bisschen was hat uns Rolf schon dazu erzählt. Welcome to Museumplein. This is the cultural heartbeat of the city and of the country. Sie sagt, es ist das Herz der Stadt. Naja, jetzt gerade ist es hier ein bisschen kahl. Früher haben Busse die Menschen vom Bahnhof ins Zentrum gebracht. Das sollte Touristen locken. Heute gibt es zu viele Touristen, sagen Einwohner.
Aber zurück zum Museumsplatz. Cornelia erzählt mir, dass es hier Proteste und Demos gab. Um die Fahrradkultur hier zu verstehen, muss man das wissen, meint sie. Ich frage sie nach der Stopp den Kindermord-Kampagne. Also das war eine Kampagne in den 70ern von einem Journalisten, dessen Kind bei einem Autounfall getötet wurde. Und daraufhin haben die Leute dann auf sichere Straßen für Kinder gedrängt. Danach gab es immer mehr Proteste. Ich verstehe langsam, warum es hier super Radwege gibt und Autofahrer vorsichtig sind. Aber was ist eigentlich, wenn mein Rad schlapp macht? Bye. Bye. Morgens um 8 in einem Fahrradladen mitten in Amsterdam. Bike-Dr. Jan Kwiatkowski macht sich fertig für seine Tour. Ich habe immer Kaffee dabei. Du weißt nie, ob dir eine angeboten wird. Jan hat eine rollende Werkstatt und repariert Räder in der ganzen Stadt. Das hier ist die wichtigste Arbeit des Tages. Wenn ich jetzt etwas vergesse, dann kann ich unterwegs nicht arbeiten. Räder sind seine große Leidenschaft. Ich liebe das, was ich mache. Das ist keine Arbeit. Seine Kunden buchen ihn online. Einfach angeben, was kaputt ist, dann kommt er vorbei, auch bei Schiedwetter. Der erste Termin gut 6 Kilometer entfernt. Oh, hey, good morning. Guten Morgen, ich bin Jan. Laurens. Hi. Wo steht denn das Rad? So, where's the bike? Kunde Laurenz hat Probleme mit seinem neuen Lastenrad. Die Speichen brechen. Er war damit schon bei 2 anderen Werkstätten, doch keine konnte das Problem lösen. Ich habe nach jemandem gesucht, der sich mit Lastenrädern auskennt. Super praktisch, dass er zu einem nach Hause kommt. Jan kommt aus Posen in Polen, hat dort lange als Fahrradkurier gearbeitet und Soziologie studiert. Vor 6 Jahren ist er dann nach Amsterdam gezogen. Ich bin gerne frei. Und hier bist du dein eigener Chef. Wenn du eine Pause willst, machst du eine Pause. Und wenn du ranklotzen willst, klotzt du ran. Diesen Auftrag kann er aber nicht vor Ort auf dem Gehweg erledigen. Jan muss komplett neue Speichen einbauen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, auf die er sich freut und in Ruhe in seiner Werkstatt macht. Das meiste, was ich mache, Platte, Reifen flicken. In Amsterdam ist es so, das Rad ist in Ordnung, solange du irgendwie noch damit fahren kannst. Er packt zusammen und kommt später wieder, um das Rad einzubauen. Kosten 140 €. Jan hat Festpreise. Reifenflicken zum Beispiel macht 30 €, steht alles auf der Website. Eigentlich wollte er in Amsterdam als privater Fahrradkurier arbeiten, doch das hat nicht geklappt. Dann hat er erfahren, dass es in der Stadt die rollenden Werkstätten gibt. Als ich von dieser Idee hörte, war das für mich die perfekte Kombination aus einem Fahrradkurier, der durch die Stadt fährt und das mit der Arbeit als Fahrradmechaniker verbinden kann. Da, wo man anhält, liefert man keine Post aus, sondern hat eine besondere Aufgabe, nämlich das Fahrrad zu reparieren. Hier ist Jan vom rollenden Fahrradservice. Ich bin da, kannst runterkommen. Tasman, ein langjähriger Kunde und inzwischen auch guter Freund. Sein Rad ist schon eine alte Gurke. Okay, ich brauche 20 bis 30 Minuten. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Ich würde es wohl auch in 10 Minuten schaffen. Ich sage immer etwas mehr, damit die Leute denken, es sei komplizierter. Ja, gelernter Fahrradmechaniker ist Jan nicht. Das ist keine Raketenwissenschaft. Wenn man viel Rad fährt, dann muss man wissen, wie alles funktioniert.
Als ich als Kurier gearbeitet habe, da konnte ich es mir nicht leisten, das Rad in die Werkstatt zu bringen und ein paar Tage ohne zu sein. Also habe ich versucht, es selbst zu reparieren. Im Grunde habe ich so alles gelernt. 600 bis 800 Kilometer fährt Jan im Monat. Zu tun gibt's immer genug. Früher hat er manchmal 19 Termine an einem Tag gemacht. Heute macht er nur noch so 4 oder 5. Hallo, hier ist Jan vom mobilen Fahrradservice. Ich bin schon da. Jan ist jeden Tag unterwegs, außer samstags. Und das bei jedem Wetter. Es ist nicht gerade mein Lieblingswetter heute, aber mir ist es immer noch lieber, hier im Regen zu arbeiten, als den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Das fühlt sich lebendig an. 5 Jahre lang war Jan nur als rollender Mechaniker unterwegs. Seit einem Jahr hat er auch einen kleinen Laden und 2 Mitarbeiter. Er kann sich vor Aufträgen kaum retten, denn er bietet schnelle Hilfe. Der Nachteil ist, dass man immer am Handy ist, um neue Anfragen zu checken. Die Kunden wollen ihr Fahrrad noch am selben Tag, innerhalb weniger Stunden repariert bekommen. Sie müssen die Kinder abholen oder was auch immer sie mit dem Rad machen. In Amsterdam gibt es noch 4 oder 5 weitere rollende Fahrradwerkstätten. Doch bei so vielen Rädern in der Stadt gibt es für alle genug zu tun, erzählt Jan. Jetzt nur noch das Hinterrad von heute Morgen einbauen, dann ist Schluss für heute. Ich möchte nicht expandieren. Ich habe ein gutes Leben und verdiene genug Geld, um Urlaub zu machen, 1- oder 2-mal im Jahr eine Radtour zu unternehmen. Und ich habe ein Dach über dem Kopf. Wenn ich anfange, Leute einzustellen, verdient man zwar mehr Geld, hat aber auch mehr Kopfschmerzen. Ich brauche nicht mehr Geld. Mir geht es gut. Ich bin nicht reich, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Er macht seinen Job mit Herz. Genau wie die Menschen in der Fabrik Rutz Bikes. Hier werden Räder recycelt. Die Idee hatte Gründer Timen ter Hufen. Also wir sammeln diese Räder zum Beispiel aus Amsterdam, Utrecht oder Rotterdam. Du siehst hier, dieses wurde an der Straße zurückgelassen. Wir sagen dazu Waisenfahrrad, weil es keinen Besitzer mehr hat. Und normalerweise würde es verschrottet werden. Ja, da ist einiges kaputt. Reparieren lohnt nicht, aber für uns ist was dabei. Die Reifen zum Beispiel sind noch ziemlich gut. Jedes Jahr werden allein in Amsterdam 100.000 Räder verschrottet. Manche landen eben hier, auch aus dem Viezdepot. Meistens sei etwa 50% wiederverwertbar. Selbst Rost ist oft kein Problem. In der Werkstatt zeigt mir Timen, wie neue Räder entstehen. Here you see where we put the frames on the production line. Also dieser Rahmen ist bestimmt über 40 Jahre alt. Das ist ein ziemlich altes Modell, also älter als du. Bei diesem Rad ist nur der Rahmen alt. Der Rest ist neu. Je nachdem, was der Kunde will, kostet es zwischen 800 und 1200 Euro. Jedes Rad ist ein Unikat. Ihr nennt euch auch Fair Factory. Was heißt das denn? Er sagt mir, das sind 2 Sachen. Einmal der Umweltaspekt und die Arbeit mit den Menschen hier. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, die vielleicht woanders nicht so einfach einen Job finden würden. Es gibt eine firmeneigene Stiftung, die zum Beispiel Menschen mit körperlichen oder psychischen Problemen an die Hand nimmt. Hier können sie zu Mechanikern ausgebildet werden. Jedes Jahr so etwa 10 Leute, sagt Timen. Das Ziel ist, immer nachhaltiger zu werden. Gerade arbeiten sie an einem neuen E-Bike. Ich frage ihn, ob es schwieriger ist, ein nachhaltiges E-Bike zu bauen als ein normales Rad. Er meint, es ist schwieriger. Normalerweise wird geschaut, wie baue ich es am günstigsten. Es ist was anderes, wenn man den Fokus darauf setzt, dass man es reparieren kann. Das Hinterrad zum Beispiel kann man in 22 Sekunden tauschen. Das ist wie Formel 1. Formula One Style? Ja. Also ein Baukasten, bei dem auch Laien Teile tauschen können. Amsterdam als Fahrradstadt hat so viele Seiten und bietet viel Raum für Kreativität. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to
Amsterdams Radfahrer haben es ihm angetan. Niels Westergaard. Er ist Künstler und bereitet gerade eine große Ausstellung vor. In New York. Sie sind überhaupt nichts Besonderes. Das ist das Einzigartige an den Radfahrern hier. Überall sonst muss man sich bewusst dafür entscheiden, Radfahrer zu sein. Hier ist jeder Radfahrer. Die denken gar nicht darüber nach. In seinem Studio wählt er die besten Motive aus. Niels ist Amerikaner aus Virginia, lebt seit 5 Jahren in Amsterdam. Er liebt die Stadt, seit er als 14-Jähriger das erste Mal hier war. Ich bin glücklich hier. Ich lebe wie die Niederländer, spreche jeden Tag Niederländisch. Das gefällt mir. Niels ist auf der Suche nach dem besonderen Motiv. Nun, manchmal ist es das Fahrrad, ein wirklich interessantes Fahrrad. Manchmal ist es das, was Sie anhaben, und manchmal das, was Sie transportieren. So viele Rosen, das war teuer. Das Leben findet hier auf dem Rad statt. Alles, was es im Leben gibt, gibt es hier auf dem Rad. Und wenn du es nicht gesehen hast, dann irgendjemand anders. Seine Kunstwerke werden gesprüht. Die Fotos, die er gemacht hat, dienen als Vorlage. Niels hat diese Bilder bereits in Amsterdam und Virginia ausgestellt und dort gut verkauft. Jetzt im Frühjahr stellt er sie erstmals auch in New York aus. Dafür muss er einige neu sprühen. Seine Methode ist eine komplizierte Schablonentechnik. Fünf Schichten sind erforderlich, immer mit anderen Farben. Die erste ist fertig. Herauszufinden, in welcher Reihenfolge sie angeordnet werden müssen, das ist echt schwierig. Auch wie man die Schablonen dann einteilt und all das. So weit, so gut. Alles sauber, klare Linien. Manchmal kommt ein dicker Tropfen durch und ruiniert alles. Dann kannst du von vorne anfangen. Jahrelang hat Niels nur großformatig gearbeitet und sogar Wandgemälde an Amsterdamer Häusern gesprüht. Er hofft, dass seine kleinen Bilder bei den New Yorkern gut ankommen. Radfahren wird in den USA immer beliebter. Die Menschen kämpfen für bessere Radwege und beziehen sich dabei immer auf Amsterdam als Mekka dafür. Für ein Wandgraffiti braucht er eine Woche, wenn es gut läuft. Hiermit ist er nach 2 Stunden fertig. Das ist perfekt. Die Farben sind alle gut. Nichts zu stark, nicht zu hell oder zu dunkel. Ich habe auch meinen Namen mit hineingeschmuggelt. Das ist wirklich schwer, weil es so ein feiner Text ist. Jetzt bin ich total zufrieden damit. Zu seiner Ausstellung in New York kommt sogar der niederländische Botschafter, erzählt Niels. Ich bin Amerikaner, aber jetzt komme ich dorthin fast wie ein Amsterdamer. Und das passt so für ihn. Mein Herz ist in Amsterdam, auf dem Rad. Alle Bilder fertig. Jetzt wird für New York gepackt. Niels ist weltoffen. Seine Mutter stammt übrigens aus Belgien. Er verbrachte schon viele Sommer in Europa und träumte davon, in Amsterdam zu wohnen. Als es dann klappte, erkundete er die Stadt mit dem Rad, ganz so wie die Einheimischen. Ich habe immer ein Auge für Fahrräder. Wenn ich ein cooles Fahrrad sehe, denke ich mir, das wäre ein gutes Motiv. Aber jetzt überlege ich, was als nächstes kommt. Das Rad war das perfekte Motiv, aber ich wohne an einem Kanal mit viel Bootsverkehr. Und ja, verdammt, Boote wären auch ein gutes Motiv. Er ist schon bei Booten, ich noch auf dem Rad.
Also ich muss zugeben, zu Hause bin ich echt fahrradfaul. Ich fahre wenig, vor allem weil mein Mountainbike halt so einen echt unbequemen Sattel hat. Und hier in Amsterdam weiß ich halt jetzt, man braucht einfach den richtigen Sitz. Und einen Chauffeur. Spaß. Skip ist mein Guide. Ich habe mir bei ihm eine Bike-Food-Tour gebucht. Er ist in Amsterdam geboren, also hier ein Radprofi. Man kann hier so viele Abkürzungen nehmen, meint er. Man ist viel schneller mit dem Rad als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, denn Amsterdam ist auch nicht so groß. Warum habt ihr eigentlich keine E-Bikes? Wahrscheinlich sollen wir schon mal Kalorien verbrennen für Poffertjes und Stroopwaffeln. Aber Skip bringt mich in einen surinamischen Imbiss. Hallo. Hey. Zou ik van jou een kip curry roti roll mogen? Ja? Er bestellt uns ein Kip Curry Rotirol, ein Curry also. Das lateinamerikanische Surinam war mal eine niederländische Kolonie und nach der Unabhängigkeit sind viele nach Amsterdam gekommen. Etwa 350.000 Menschen aus der Community leben in den Niederlanden und der größte Teil hier in Amsterdam und Umgebung. Also die Community ist hier sehr präsent. Und zum Glück haben die ihr Essen mitgebracht. Das ist immer gut. Ohne das Essen der Einwanderer würde ich echt viel vermissen. Und jetzt Zeit für den Test. Ja. Oh, this is good. This is so good. Yeah, I love it. Yeah, I love it. Viele Leute mögen das zum Abendessen oder Mittag, sagt Skip. Yeah, I would even go for Ich würde es auch frühstücken. Weiter geht's. Übrigens haben auch wir Blumen am Rad. Dazu gleich mehr. Versprochen. Jetzt erst der niederländische Klassiker Hering. Noch nie gegessen. Schande als Nordkind, ich weiß. Zou ik 2 haring mogen? Met augurkjes en uitjes graag. Ja. Der Fisch wird roh mit Zwiebeln und Gewürzgurken serviert. Mein erstes Mal. The consistency is Ich finde, es hat eine komische Konsistenz. different. Bit smooshy, but It's smooshy. Ja, matschig finde ich auch, aber nicht fischig. it doesn't taste as much as raw fish No, as no, you it would doesn't. imagine, right? And they call it Seefahrer sagen Silber des Meeres dazu, meint Skip, weil er Silber isst und Geld einbrachte. Hering hat Amsterdam quasi reich gemacht, aber ich werde kein neuer Fan. So, jetzt aber, wie versprochen, Zeit, das letzte Geheimnis zu lüften. Das ist er, Warren Gregory, der Flower Bike Man. Er steckt hinter all den Blumenrädern in Amsterdam und bringt damit viele Menschen zum Lächeln. Genau das will er, denn das tut auch ihm gut. 8-mal haben sie mich heute schon angelacht. Sie stehen auf den Grachtenbrücken, insgesamt 20 Blumenräder und Touristen lieben sie. Unbemerkt von den meisten genießt Warren, wie gut seine Räder ankommen. Das passiert hier jeden Tag, auch wenn ich nicht da bin. Mitten in der Nacht ist jemand hier und lächelt. Das hört nicht auf. 2 Wochen. Länger darf auch ein Flowerbike nicht an einem Ort stehen. Manchmal drücken die Kontrolleure ein Auge zu, aber Warren geht lieber auf Nummer sicher und versetzt heute an dieser Brücke ein Blumenrad. Ich glaube, ich habe den Schlüssel nicht. Ich muss es losschneiden. Ich guck mal. Der Universalschlüssel. Warren hat inzwischen Unterstützung. Kinder der internationalen Schule haben dieses Nature Bike für ihn gestaltet. Warren hat feste Stellplätze für die Räder und überall Freunde. How are you doing? Ah, well, I brought the nature bike here. Nice.
Lara freut sich über das Rad vor ihrem Haus. Sie stehen ständig Schlange, um Fotos zu machen. Und das schon seit Jahren. Es hört einfach nie auf. Besonders wenn die Sonne scheint. 10, 20 Leute, die ein Foto mit dem Flowerbike machen wollen. Wenn das Rad nicht da ist, kommt auch keiner. Warren ist 56. Er erzählt, dass er früher Manager bei einem großen Internetunternehmen in Florida war, genau wie seine Frau Michelle. Dann sind die beiden nach Amsterdam, um sich beruflich zu verändern. Warrens Großmutter lebte hier. Doch Michelle bekam Epilepsie und hatte Schwierigkeiten, ihr Rad zu finden und den Weg. Der Anfang der Flowerbikes, denn sie gaben ihr Orientierung. Ich habe Fahrräder am Hauptbahnhof gesehen, die eine Blume dran hatten oder einen rosa Korb. Viele haben hinten etwas drauf gemacht, weil die Räder so in der Reihe geparkt sind und es den Leuten schwerfällt, ihr Fahrrad wiederzufinden. Also bin ich ins Kaufhaus um die Ecke gegangen, dort gab es Sonnenblumen. Ich habe für 50 € Sonnenblumen mitgenommen, habe sie einfach alle vorne auf ihren Korb und am Rahmen angebracht. Das war's. Das war das Erste. Warrens Leben dreht sich um Michelle. Mit ihr lebt er auf einem Boot in Amsterdam. An guten Tagen hilft sie ihm beim Schmücken. Hier direkt am Anleger entstehen die bunten Blumenräder. Ich hatte immer einen Garten mit echten Blumen. In unserem Haus in Florida hatte ich einen schönen Garten mit Pflanzen, Tomaten und allem. Michelle sagt, dass ich einen grünen Daumen habe. Aber wenn man kein Grundstück hat, ist es schwierig, einen Garten anzulegen. Deshalb habe ich meinen Garten überall in der Stadt verteilt. Flowerbikes zu gestalten und damit Menschen eine Freude zu machen, lenkt Warren ab. Denn Michelles Krankheit belastet ihn. Es macht mich glücklich, dass andere glücklich sind. Und dann erzähle ich Michelle von all dem Glück, das ich gesehen habe. Neben Flowerbikes gestaltet Warren auch Werberäder für Unternehmen. Schon über 150 Stück hat er produziert. Die lässt er sich auch bezahlen. Die anderen Blumenräder sind seine Herzensangelegenheit. Ich bin froh, dass die Leute das mögen. Ich mache keine Werbung dafür. Morgen treffe ich mich mit jemandem, der durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu mir gekommen ist. Er bietet Ausflüge mit dem Fahrrad zu Tulpenfeldern an und möchte ein paar Räder mit Blumen für seine Kunden, wenn er mit ihnen auf Tour geht. Darüber reden wir morgen. Auf geht's zur Brouwersgracht. Warrens Flowerbikes, inzwischen ein Markenzeichen in der Stadt. Jetzt ist auch das letzte Geheimnis gelüftet. Ja, ist nice. Und ich weiß jetzt, warum Niederländer ihr Rad so lieben und Amsterdam zur Fahrradstadt wurde. Klar gibt's auch Probleme, aber auch Ideen, die zu lösen. Hier heißt es nicht Autofahrer gegen Radfahrer oder umgekehrt, sondern miteinander. Mein Tipp, Rush Hour lieber meiden. Ich sag ciao und noch mehr Nordsee Report gibt's in der ARD Mediathek.